Hallo, ich möchte im Folgenden anhand dieses Positivs, das ich als Requisite reproduzieren muss, die Konstruktion einer eingeschnittenen Silikon-Blockform beschreiben. Der große Vorteil des elastischen Formmaterials ist natürlich, dass man die Formteilung, die man in der Regel aufwendig vorkonstruieren muss, im Nachhinein einschneiden kann. Und je nachdem, wie das Positiv geformt ist oder welches Gussverfahren man anwendet, diese nur teilweise oder komplett zu gestalten. Eine nur teilweise eingeschnittene Form hat natürlich den Vorteil, dass die Trennlinie nicht um das gesamte Objekt verläuft, während es für manche Gusstechniken nötig ist, die Formteile sauber nebeneinander liegen zu haben. Der Formkasten ist eine um das Positiv aufgestellte Umrandung, in die die flüssige Gießmasse eingeschüttet wird und die die Form des Blocks definiert. In den meisten Fällen wird sie nach dem Erstellen der Gussform wieder entsorgt, aber in manchen Fällen verbleibt sie als Teil derselben, sozusagen als Stützkappe. Beispielsweise bei dieser Form wurde ein sehr krude zugeschnittener Wellpapp-Formkasten geschaffen, der entsprechend relativ krumme Formwände erzeugt hat, die sich im Nachhinein beim Gussverfahren nicht besonders sauber zusammenpressen lassen. Da mit dieser Gussform nur 3 Güsse entstehen mussten, ist das nicht weiter schlimm und mit diesen 2 Sperrholzplatten und einem Schnipselgummi lässt sich das Ganze trotzdem noch relativ gut schließen. Im Gegensatz dazu ist es bei dieser Form, die mit Polyurethanschäumen verarbeitet werden musste, sehr wichtig, dass der Formkasten sehr starr ist und wie eine Stützkappe fungiert, weswegen ich den Mehraufwand betrieben habe, hier ordentliche Sperrholzplatten zu verschrauben. Das ist natürlich ziemlich aufwendig, sowohl das mit Wellpappe als auch mit Sperrholz herzustellen. Deswegen ist es manchmal sehr praktisch, zum Beispiel Becher zu verwenden. In diesem Fall hat die Form des Positivs das auch noch diktiert. In dem Fall können wir nämlich Material sparen, indem wir auch einen runden Formkasten schaffen. Und wenn man diese Becher schon vorrätig hat, dann ist natürlich der Arbeitsaufwand minimal. Der Einlauf ist die Stelle, wo die Gießmasse in die Gussform eingebracht wird. Zum Beispiel bei einer einfachen offenen Blockform kann man einfach die offene Rückseite des Positivs verwenden, um die Gießmasse einzufüllen. Bei dieser Gussform befindet sich hier ein relativ breiter Einlauf, ungefähr 1,5 cm im Durchmesser, durch den gerade so noch eine dickflüssige Masse eingeschüttet werden kann oder auch mit einer Spritze eingespritzt werden kann. Bei dieser vorkonstruierten Kerzenform ist der Einlauf als Trichter direkt mit in die Gussform eingearbeitet. Dadurch wird die Gussform natürlich ein kleines bisschen größer und man verbraucht mehr Silikon. In dem Fall nicht so schlimm, weil sich die Form des Trichters an die Form des Positivs anpasst. Anders bei dieser Form, da ist der Trichter ein extern angestecktes Bauteil, ebenfalls aus Silikon. Dadurch ist der Silikonverbrauch sehr gering und diesen Trichter kann man natürlich für mehrere Formen wiederverwenden. Im Gegensatz zu einer einteiligen offenen Blockform, wo ein Positiv flach auf seiner Rückseite liegen kann, müssen wir bei einem hinterschnittenen Positiv dieses Objekt im Raum schwebend positionieren. In diesem Fall verwende ich den Einlauf und die Ventilation, aber es gibt natürlich auch noch ein paar andere Methoden. Die Ventilation ist dafür zuständig, dass die von der Gießmasse verdrängte Luft die Form verlassen kann. Dafür braucht man in der Regel an den höchsten Punkten einen Kanal oder einen ähnlichen Spalt. In dem Fall ist es hier genau wie der Einlauf ein angesetztes Bauteil, aber diese lässt sich genauso im Nachhinein einschneiden. Kommen wir nun dazu, wie ich explizit für dieses Positiv den Formkasten, Einlauf, Ventilation und Arretierungspunkte einarbeite. Hier auf der rechten Seite seht ihr einen 8 mm Acrylstab, der als Platzhalter für diesen Strohhalm dient. Der kann dann also in den im Negativ entstehenden Kanal eingesteckt werden und ist oben mit einer Einlaufhilfe, also einem Trichter, bestückt. In der Mitte seht ihr einen weiteren Platzhalter für diese Holzstäbe. Da das Ganze hier ein Eis am Stiel ist und ich in jeden Guss diesen Stab mit eingießen muss, habe ich dann im Negativ einen Spalt, wo dieser Stab genau reinpasst. Und hier auf der linken Seite seht ihr den Ventilationskanal, der mit 5 mm ebenfalls die definierte Größe für so einen Strohhalm hat, damit ich ihn dann als Verlängerung in die Gussform einstecken kann. Den Formkasten für mein Positiv muss ich ziemlich solide anlegen, da ich später beim Gussverfahren Polyurethanschäume verwende. Diese quellen auf und üben enorme Belastungen auf das Innere der Gussform aus und wenn man dann keine Stützkappe oder einen ordentlichen Formkasten hat, kann sich die Gussform und damit auch der Gießling verformen. Die Formtrennung meines Positivs wird voraussichtlich hier über diese Seite entstehen, also je nachdem wie gut ich das entformen kann, werde ich ungefähr von hier bis hier einen Schnitt setzen, um das Ganze dann aus der Gussform ziehen zu können. Da wir jetzt gleich eine sehr fließfähige Masse in unseren Formkasten schütten werden, muss dieser vollständig abgedichtet werden. Ich verwende jetzt hier Vaseline, die ich mir in eine Spritze gefüllt habe, um die Fugen abzudichten, aber es bieten sich auch einige andere plastische Massen an. Beim Verschrauben wird die Masse natürlich aus den Fugen hinausgepresst, weswegen ich das Äußere und Innere noch leicht versäubern muss. Und die Masse bleibt natürlich langfristig weich, weswegen sie nach der Entformung wieder abgewischt werden muss.
Beim Verrühren der beiden Kautschukkomponenten werden unweigerlich eine Menge Luftblasen in die Masse eingebracht. Diese kann man jedoch sehr einfach mit einer Vakuumkammer entlüften. Entsprechend muss man eine etwas längere Topfzeit wählen, damit die Masse dort eben vollständig entgasen und noch eine Weile ruhen kann, bevor man diese immer noch fließfähig in die Form schüttet. Für diese Silikonmischung habe ich eine ungefähr 30-minütige Topfzeit eingestellt, die für diese kleine Anwendung eigentlich unnötig lang ist und entsprechend auch mit einer unnötig langen Entformzeit verbunden ist. Um den Formkasten mit minimalen Lufteinschlüssen befüllen zu können, sollte man die Gießmasse vom tiefsten Punkt aufsteigen lassen. Dafür habe ich den Formkasten schräg gestellt und lasse die Gießmasse über eine der Formwände an den tiefsten Punkt nach unten fließen. Die Gießmasse sieht leicht bröckelig aus, weil ich 10% Recyclinggranulat beigemischt habe. Am Ende der Entformzeit kann die Form wieder geöffnet werden. Da sich zwischen den Formwänden und der Gießmasse keine Luft befindet, wirken diese, als würden sie aneinander kleben. Deswegen muss man diese gegebenenfalls mit Hilfe eines Beitels oder ähnlichem Werkzeug auseinanderhebeln, um etwas Luft in diesen Spalt zu bringen. Sollte das nicht klappen, kann man auch Isopropanol verwenden, es in den Spalt schütten, der dann über die Kapillarwirkung in diesen eingesaugt werden kann. Dann pudere ich die Form von außen, damit sie im Handling etwas angenehmer ist und nicht so klebt. Jetzt geht es daran, die Form tatsächlich auseinanderzuschneiden. Dafür muss man den Kautschuk etwas dehnen und ein sehr scharfes Messer verwenden, wie ich jetzt hier ein Skalpell. Ich setze den Schnitt absichtlich unregelmäßig, damit die Unebenheiten in der Schnittebene am Ende wie Schlösser fungieren. Wenn die Form am Ende vollständig eingeschnitten ist, nehme ich wieder Isopropanol, schütte es in den Spalt und massiere es leicht nach vorne, damit ich das Positiv leichter entformen kann. Hier seht ihr, wie ich die Komponenten eines sehr fließfähigen Polyurethan-Gießharzes verrühre. Die eingerührten Luftblasen werden wieder in der Vakuumkammer entgast. Dann nehme ich die Mischung und schütte sie von oben in den Trichter, lasse die Luft aus der Form über die Ventilation entweichen, bis dann irgendwann die Gießmasse nach oben steigt. Dann wird das Ganze noch in die Druckkammer gestellt, um alle möglichen Lufteinschlüsse zu komprimieren. Darin wird also Überdruck aufgebaut, bis das Harz abgebunden ist. Nach etwa einer Stunde kann die Luft, also der Überdruck, wieder ausgelassen werden, die Kammer geöffnet und die Form entnommen werden. Beim Entformen stellt ihr fest, dass kaum Gießmasse in den Spalt gelaufen ist und wir eine sehr feine, saubere Trennlinie haben und keinerlei Luftblasen am Guss zu sehen sind. Als nächstes mische ich mir einen Polyurethan-Weichschaum direkt in einer Spritze an, um die Masse besser in die Gussform zu kriegen. Die seht ihr auf der rechten Seite und die ist diesmal auch von der Oberseite fest verschraubt. Jetzt seht ihr gleich, wie ich einen Fehler begehe, denn in der Spitze der Spritze befindet sich nicht verrührtes Material, das ich eigentlich außerhalb der Gussform entsorgen sollte. Aber da ich es mit in die Gussform schütte, werde ich eine Stellung mit einer Vernetzungsstörung und somit einen Fehlguss haben. Solange die Gießmasse noch fließfähig ist, rotiere ich die Form und versuche, alle Oberflächen der Innenseite zu benetzen, bevor der Schaum anfängt zu quellen, was genau jetzt der Fall ist. Dann blockiere ich die Ausgänge der Form, damit die Masse sich im Inneren etwas in die Details drücken kann. Aber ihr seht schon, dass das Ganze eine Sache von wenigen Sekunden ist. Das hat aber auch den Vorteil, dass man dann mit einer sehr kurzen Entformzeit auch schneller an seinen Guss kommt. Das ist jetzt die Entformung des zweiten Gusses, weil der erste, wie gesagt, schief gegangen ist. Bei dem hat sich allerdings die Gießmasse so stark ausgedehnt, dass die Nägel auf der Rückseite des Formkastens auseinandergetrieben wurden. Dadurch hat sich ein ziemlich starker Grat gebildet, der in der Regel also nicht so auftreten würde. Ihr seht ja auch einen Lufteinschluss an einem der Details, was ist also sehr üblich, wenn man die Gießmasse nicht in die Details pinselt, zumindest bei Schaum. Und dass so ein starker Grat vor allem bei einer geschnittenen Trennlinie auch deutlich unsauberer aussieht als bei einer sauber geschnittenen oder sauber modellierten.